Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt. Doch still, was schimmert durch das Fenster dort? Sie ist es, meine Göttin, meine Liebe. Oh, wie sie auf die Hand die Wange lehnt. Wär ich der Handschuh doch auf dieser Hand und küsste diese Wange. O Romeo, warum denn, Romeo? Verleugne deinen Vater, deinen Namen. Willst du das nicht, schwör dich zu meinem Liebsten, und ich bin länger keine Capulet. Dein Nam ist nur mein Feind, du bliebst du selbst. O Romeo, leg deinen Namen ab, und für den Namen, der dein Selbst nicht ist, nimm meines ganz. Ich nehme dich beim Wort. Nenn Liebster mich, so bin ich neu getauft und will hinfort nicht Romeo mehr sein. Wer bist du, der du von der Nacht beschirmt dich drängst in meines Herzens Rat? Mit Namen weiß ich dir nicht zu sagen, wer ich bin. Mein eigener Name, teure Heilge, wird, weil er dein Feind ist, von mir selbst gehasst. Hätt ich ihn schriftlich, so zerriss ich ihn. Bist du nicht Romeo, ein Montagu? Wie kamst du her? O sag mir, und warum? Der Ort ist tot, bedenk nur, wer du bist, wenn einer meiner Vettern dich hier sieht. Der Liebe leichte Schwingen trugen mich, und Liebe wagt, was irgend Liebe kann, drum hielten deine Vettern mich nicht auf. Wenn sie dich sehen, sie werden dich ermorden. Ach, deine Augen drohen mir mehr Gefahr als 20 ihrer Schwerter. Liebst du mich nicht, so lass sie mich nur finden. Durch ihren Hass zu sterben wär mir besser als ohne deine Liebe Lebensfrist. Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, sonst färbte Mädchenröte meine Wangen, um das, was du vorhin mich sagen hörtest. Sag, liebst du mich? Ich weiß, du wirst's bejahen und will dem Worte trauen, doch wenn du schwörst, so kannst du treulos werden. Ach, holder Romeo, wenn du mich liebst, sag's ohne Falsch. Doch dächtest du, ich sei zu schnell besiegt, so will ich finster blicken, will widerspenstig sein und Nein dir sagen. Gewiss, mein Montagu, ich bin zu herzlich, du könntest denken, ich sei leichten Sinns. Ja, ich bekenn, ich hätte fremd getan, wär ich von dir, ehe ich's gewahrte, nicht belauscht in Liebesklagen. Drum vergib. Schilt diese Hingabe nicht Flatterliebe, die so die stille Nacht verraten hat. Ich schwöre, Fräulein, bei dem heilgen Mond, o schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immerfort in seiner Scheibe wechselt, damit nicht wandelbar dein Lieben sei. Wobei denn sollt ich schwören? Lass es ganz. Doch willst du, schwör bei deinem edlen Selbst, dem Götterbilde meiner Anbetung. So will ich's glauben. Wenn die Herzensliebe, nein, schwöre nicht, er ist zu rasch, zu unbedacht, zu plötzlich, gleicht allzu sehr dem Blitz, der nicht mehr ist, bevor man sagen kann, es blitzt. Schlaf süß. Des Sommers warmer Hauch kann diese Knospe der Liebe wohl zur schönen Blum entfalten, bis wir das nächste Mal uns wiedersehen. Corona ist erschienen auf den Theaterbühnen. Das große Haus steht leer. Wo sollen wir musizieren und der Chef dirigieren? Die Langeweile
Hello, good people of Freiburg. Welcome, lovers of theater everywhere. This is Stef, making a short movie from my home office in Belgium, where I am under house arrest. We all are, since 2 weeks and a half now. And our house arrest will end round about the 5th of April. But tomorrow we'll know if it's going to be longer or not. But I think it's probably going to be at least 2 or 3 weeks longer. So what do I do all day except for being creative? Because of course I am working. I am writing a new play. I'm thinking about the next play we're going to do in Freiburg. But I have to do other stuff just to keep occupied. So today I will share a little video with you guys about how I'm cataloging my movies. That's right. I love cataloging. So we started with a few boxes. This box is the DVDs that already sorted a bit out. This is a section of Valerian Borovchik, who made this great movie like Immortal Tales, which has a little segment on it on Elisabeth Bathory, the Blood Goddess. He made The Beast. He did a lot of short movies. Gotto, L'Île de l'Amour. What else we got here in this box? Don Coscarelli, a horror movie director who did John Dies at the End and Phantasm 1, 2, 3, 4. These are the movies of Karl Zeman, who also did Baron Munchausen with lovely animation. We just passed Kwaidan. I love Kwaidan. I love Japanese horror movies. Freddie Francis, great cameraman who did some direction like The Doctor and the Devils, and Gurley. Tinto Bra, of course, movies. Dell'Amore della Morte. It's an Italian pulpy comic called The Fumetti, and it's made into a great weird movie. I love zombie movies, horror movies. John Milius coming up. Umberto Lenzi, who also did a lot of horror, like Black Demons. Here we have Mad Love by Todd Browning, great movie director from the 30s, with a lot of movies with Lon Chaney. And there's also The Devil Doll in it. But Mad Love is actually by Karl Freund, and The Devil Doll is by Browning. Then we move on to the next two boxes, and this is the box with movies that I like, but not particularly by a director who deserves his own compartment. We saw Blonde Venus there, Battle Royale 1 and 2, again, love Japanese. The Baby, great expectation movie about a guy who sleeps in a crib, screwball comedy, Casanova Brown. This is a great movie. The Effect of Gamma Rays on Man in the Moon Marigolds. It won a Pulitzer Prize as a play with a great actress, was the wife of Paul Newman, but I forgot her name, so I'm sorry for all that. Lacano Incantatore, Pupi Avati, shouldn't be in this box, should be in the compartment. Pupi Avati, Save the Tiger, one of my favorite Jack Lemmon movies. I love Jack Lemmon. Don't you? I like Walter Matthau too, but I love Jack Lemmon. Again, this is like a box with movies that don't... Oh, this was so bad. I'll tell you more about this Lizzie Borden movie. I'm sure I'll go back. I'm dying up here. It's a great TV series, but this is a box with stuff like mixed stuff. There's good stuff in there, bad stuff in there. Lizzie Borden, I love the idea, but this movie, it's more instead of about a hatchet killer, it's more about the everybody has sex with everybody movie. One Cut of the Dead, Filipino zombie movies. Like I said, I love zombie movies, but they're Miracle Mile 80s movie about a guy who finds out that the world's gonna come to an end, and in that night he's searching for his girlfriend, and they die at the end. Spoiler alert! Flemish Vampire, a great, very bad Flemish movie about a vampire. It's boring. We passed just Legion. Legion is a series. It has 3 seasons. This is season 1. It's great. It's a Marvel TV series about a superhero, but it's so weird. It's about a girl who eats herself. But anyway, Legion is directed by a friend of mine, so I put it in there. The Lure, I think it's Polish. Was it Polish or Ukrainian? It's about 2 mermaids and they're put in a nightclub, and they have to save the Untamed, the Mexican horror movie, which, this is The Deathless Devil. This is a Turkish 70s horror movie. I love Turkish horror movies. This is the box of movies I really have to see again. Corbucci is The Great Silence, about movies I have to see again or have to see for the first time. I never saw this one, Vampire with David Niven, the great late David Niven. Picnic at Hanging Rock, not the movie by Peter Weir, but a TV series with the beautiful Natalie Dormer. Hullabaloo, never saw it, based on An Evening with Beverly Lovelove, and I cannot advise it, but I advise his first movie. The same director did The Greasy Strangler. Harry Price, Who Killed Teddy Bear, A Matter of Time by Vincente Minnelli with Liza Minnelli. It's so weird. The Voce della Luna from Fellini, I saw it when I was 16. Or Cherry 2000 just passed, which is an 80s movie about guys with a sex droid meeting up with Melanie Griffith and finding out spare parts for his sex droid called Cherry 2000. Oh, The Evil Within, that's weird. That's a horror movie made by a billionaire. He did the effects himself, the story himself, the camera himself, but it died, nobody could finish it. This is the cabinet where all the movies end up. It's got 5,000 DVDs in it, and they're cataloged. I'm just gonna quickly go through. You see Brian Ford, you see Fassbinder, Adolf Ferrara, Federico Fellini, Fincher, great Fincher, who did, Bob Fosse, I love Bob Fosse movies. Franjou, who did La Nuit Rouge and Les Yeux Sans Visage. William Friedkin, I met him once. Great guy, with a lot of good movies. Carol Reiner, who did Steve Martin movies. Me and Wilke share a big passion for Dead Men Don't Replay. Carlos Regadas, we saw there.
there. Oh God, it's so many movies. Bernard Rose, Rudolph, like the protege from Altman. You know, a lot of movies nobody doesn't. Ken Russell, of course, The Devil, Stalin, Solomon's Dance, Gutting the Fall of the Last Fracture, Like the White Worm. But The Devil's, I think, it remains his masterpiece. We get Jim Jarmusch, Jenny and Carole, Cités en Paris, Jodorowsky's movies, which I love, like Sad. Don't you love it? Like We see Toby Hooper, the director of the Texas Chainsaw Massacre. Ich habe Bildung nie mit dem Löffel gegessen, nur mit der Messerspitze. Weil wir gerade von einem Aquarium reden. Ich habe nämlich früher, also nicht im Frühjahr, in der Sendlinger Straße gewohnt. Das heißt nicht in der Sendlinger Straße. In der Sendlinger Straße könnte man ja gar nicht wohnen, weil immer die Straßenbahn durchfährt. Also in den Häusern der Sendlinger Straße habe ich gewohnt. Nicht in allen, nur in einem davon. In dem, das zwischen den anderen Häusern so drin steckt. Ich weiß es nicht, ob Sie das Haus kennen. Naja, und da wohne ich. Aber nicht im ganzen Haus, sondern nur im ersten Stock. Weil in dem Haus, in dem ich wohne, gibt es einen ersten Stock. Der ist unter dem zweiten Stock und über dem Parterre, also so zwischendrin. Und da geht bei uns in den zweiten Stock eine Treppe rauf. Das heißt, die geht schon wieder runter auch, aber erst geht sie rauf. Wenn man es eigentlich richtig nimmt, geht ja nicht die Treppe rauf, sondern wir gehen auf die Treppe rauf. Naja, man sagt halt so. Und da habe ich in dem Wohnzimmer, wo ich schlafe, also ich habe extra ein Wohnzimmer, in dem ich schlafe, und im Schlafzimmer, da wohne ich, also da habe ich zu meinem Privatvergnügen ein Aquarium stehen. Das steht so in der Ecke drin. Ich hätte ja auch ein rundes Aquarium haben können, aber dann wäre die Ecke ja nicht ausgefüllt. Das Aquarium hat ringsherum 4 Glaswände und unten hat es einen Boden, der das Wasser hält.
Wenn nämlich der Boden nicht wäre, da könnten Sie oben 10, 20, 30 Liter hineinschütten, das würde unten alles wieder hinauslaufen. Bei einem Vogelkäfig ist das was ganz anderes. Bei einem Vogelkäfig sind die Wände so ähnlich wie bei einem Aquarium. Nur sind bei einem Vogelkäfig die Wände nicht aus Glas, sondern aus Draht. Das wäre ja auch ein Riesenblödsinn, wenn das bei einem Aquarium auch so wäre, weil das Aquarium das Wasser nicht halten könnte. Da würde ja das Wasser immer neben dem Draht rauslaufen. Ja, ich habe also in meinem Aquarium Goldfische und in meinem Vogelkäfig habe ich einen Vogel. Jetzt hat mich neulich mal die Dummheit geplagt. Da habe ich die Goldfische in den Vogelkäfig und den Kanarienvogel ins Aquarium getan. Natürlich sind die Goldfische immer wieder von der Stange runtergerutscht, ja, weil sie es nicht gewöhnt sind. Und der Kanarienvogel wäre mir im Aquarium beinahe ersoffen. Dann habe ich die Sache aber wieder richtig gestellt und habe den Vogel wieder in den Vogelkäfig und die Goldfische wieder ins Aquarium getan. Also da, wo sie auch hingehören. Und jetzt sind die Fische wieder lustig im Wasser geschwommen. Erst rauf, dann runter, dann rechts, dann links. Die schwimmen ja fast jeden Tag anders. Das kann man nicht so genau berechnen. Vorgestern ist mir was Saublödes passiert. Da habe ich gesehen, dass die Fische Wasser brauchen. Drum habe ich einen Wassereimer genommen und nachgefüllt. Jetzt ist aber das Wasser 2 Zentimeter hoch übers Aquarium hinausgestanden. Das habe ich aber erst am anderen Tag gemerkt. Und ein Goldfisch ist über den Rand geschwommen und ist auf den Boden runtergefallen, weil ich in dem Zimmer, wo das Aquarium steht, einen Boden habe. Und da ist er dann ganz bewusstlos am Boden gelegen. Aber erst, wie er mit dem Fallen aufgehört hat. Jetzt hat aber der Fisch am Boden kein Wasser gehabt, weil ich außer im Aquarium kein Wasser im Zimmer habe. Ja, dann hat meine Hausfrau zu mir gesagt, Sie werden sehen, der Fisch wird Ihnen am Ende kaputt gehen, da ist es das Beste. Sie bringen den Fisch um, damit er nicht so lange leiden muss. Kaufen sich einen Revolver und erschießen ihn. Na, ich weiß nicht so recht, habe ich gesagt. Am Ende treffe ich ihn nicht richtig und schieße daneben. Und dann muss der Fisch erst recht leiden. Dann habe ich mir aber gesagt, das ist doch viel gescheiter. Ich nehme den Fisch, habe ihn genommen und habe ihn in die Isar geworfen und habe ihn ertränkt. Danke, Karl Valentin.